Am 1.6.2023 war ein großer Tag für die Virtual Reality, denn Meta hat die Quest 3 vorgestellt. Und seitdem häufen sich die Fragen, welches Headset soll ich mir jetzt holen? Soll ich noch auf die Quest 3 warten? Lohnt es sich noch eine Quest 2 zu holen? Ist es noch sinnvoll, mir eine Quest Pro zu holen? In diesem Video gibt es einen Deep Dive, in dem ich alle drei Headsets ausführlich miteinander vergleiche und euch anschließend meine Empfehlung ausspreche. Möchtet ihr eines dieser Headsets kaufen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Link in meiner Videobeschreibung nutzt, denn darüber werde ich prozentual beteiligt, sodass ihr die Zockstube unterstützen könnt, ohne auch nur einen Cent mehr zu bezahlen. Wollt ihr mich darüber hinaus unterstützen, dann lasst mir doch ein Däumchen oben da und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, für welches Headset ihr euch momentan entscheiden würdet und natürlich auch, wie euch dieses Video gefällt. Wollt ihr künftig nichts mehr verpassen zum Thema Meta Quest, dann abonniert die Zockstube und macht das Glöckchen an. So bekommt ihr immer direkt eine Benachrichtigung, wenn es neue tolle Games oder News zur Virtual Reality gibt. Und jetzt verschwenden wir keine Zeit und legen direkt los. Viel Spaß! Dann werden wir jetzt mal Kategorie für Kategorie durchackern und gucken, welches Headset in welchem Bereich am ehesten punkten kann. In der Quest 2 ist ein Qualcomm Snapdragon XR2 verbaut. Die Quest Pro hat einen Snapdragon XR2 Plus und die Quest 3 wird über einen Snapdragon XR2 der zweiten Generation verfügen. Ich möchte das einmal für euch ein bisschen einordnen. Gehen wir dabei mal von der Quest 2 als Basisgerät aus und dem Snapdragon XR2 mit seiner Standardtaktung. Der erste Schritt nach vorne wurde gesetzt mit der Quest Pro, die den XR2 Plus verwendet. Dieser ist im Grunde ein gewöhnlicher XR2, aber mit einer 30% besseren Wärmeableitung, wodurch er deutlich höher getaktet werden kann als bei der Quest 2 und damit auch rund 30% mehr Leistung bringt. Grundsätzlich hat die Quest Pro also schon mal mehr Dampf unter der Haube als die Quest 2. Der Leistungsgewinn wird bei der Quest Pro allerdings zu einem gewissen Teil für die Verarbeitung der Daten der zusätzlich verbauten Sensoren benötigt, sodass davon gar nicht so viel mehr in Performance für Virtual Reality Games bereitsteht. Es sei denn, ihr schaltet diese Sensoren komplett aus. Dann kommen wir jetzt mal zur Einordnung der Quest 3, die einen Snapdragon XR2 Gen 2 verwenden wird. Meta gibt hierzu an, dass dieser ungefähr die doppelte GPU-Power bringt im Vergleich zur Quest 2, was wirklich heftig ist. Damit führt die Quest 3 das Ranking bei der reinen Rechenpower an. Mit Update 55 werden die Quest 2 und die Quest Pro nochmals hochgetaktet, so wie wir es schon in vergangenen Updates hatten. Dieses Update wird also dazu führen, dass zwar der XR2 Gen 2 der Quest 3 bei der Standardtaktung die doppelte GPU-Power hat, wenn aber der XR2 der Quest 2 und der Quest Pro übertaktet sind, wird die Quest 3 also nicht die doppelte GPU-Power haben, wenn sie standardmäßig getaktet ist. Wir wissen noch gar nicht, in welcher Taktung die GPU der Quest 3 eingesetzt wird. Und zumindest perspektivisch ist es doch sehr wahrscheinlich, dass auch hier das Maximum rausgekitzelt wird und später auch der XR2 Gen 2 ordentlich hochgetaktet wird. Und dann kann man tatsächlich auch die doppelte GPU-Power von der Meta Quest 3 erwarten. So oder so, in Sachen Performance gewinnt die Quest 3. Als nächstes kommen wir zur Auflösung. Das bezieht sich auf die Qualität der Bilder, die das Headset bzw. die Headset-Displays anzeigen können. Eine höhere Auflösung sorgt für schärfere Bilder. Die Quest 2 löst auf mit 1832 x 1920 Pixeln. Die Quest Pro hat eine geringere Auflösung mit 1800 x 1920 Pixeln. Den besten Wert erreicht hier die Quest 3 mit voraussichtlich 2064 x 2208 Pixeln. Also ist auch in dieser Kategorie die Quest 3 der Gewinner. Bei der Wertung dieser Daten muss man aber vorsichtig sein und darf nicht zu dem Trugschluss kommen, dass die Quest Pro die schlechteren Displays hat, nur weil die Auflösung geringer ist als bei der Quest 2. Die Displayqualität hängt von mehreren Faktoren ab, beispielsweise dem Displaytyp, zu dem wir als nächstes kommen. Die Quest 2 und die Quest 3 verfügen über ein LCD-Display. Die Quest Pro verfügt über Mini-LED-Displays mit Local Dimming. Bei einem normalen LC-Display gibt es eine Hintergrundbeleuchtung, die das gesamte Panel erhält. Bei Displays mit Local Dimming ist die Hintergrundbeleuchtung in verschiedene Zonen unterteilt. Jede dieser Zonen kann individuell heller oder dunkler gemacht werden, basierend auf dem Bildinhalt in diesem speziellen Bereich.
Zum Beispiel, wenn eine Szene in einem VR-Spiel einen hellen Himmel und einen dunklen Boden hat, dann könnten die oberen Zonen der Hintergrundbeleuchtung heller gemacht werden, um den Himmel darzustellen, während die unteren Zonen dunkler gemacht werden, um den Boden darzustellen. Außerdem hilft es dabei, das Problem des Blooming oder des Halo-Effekts zu reduzieren, bei dem helle Bereiche des Bildes die umgebenden dunklen Bereiche aufhellen. Insgesamt führt das Local Dimming der Quest Pro zu einem satteren und realistischeren Bild, was besonders bei VR-Headsets wichtig ist, um eine überzeugende und immersive Erfahrung zu bieten. Deswegen geht dieser Punkt an die Quest Pro. Zudem ist auch noch die Wiederholungsrate der Bilder entscheidend für das VR-Erlebnis. Deswegen beschäftigen wir uns jetzt mit der Bildwiederholrate. Grundsätzlich sollte die Aktualisierungsrate der Displays bei Virtual Reality Headsets nicht unter 60 Bildern pro Sekunde liegen. Ein optimales Erlebnis quasi ohne Motion Sickness ist ab ca. 72 Bildern möglich. Alles, was darüber liegt, ist nicht mehr existenziell, kann aber natürlich die Flüssigkeit des VR-Erlebnisses weiter erhöhen. Hier teilen sich also die Quest 2 und die Quest 3 den ersten Platz. Das bedeutet aber nicht, dass die Quest Pro eine schlechte Wiederholrate hat. Viele Gamer haben 90 Bilder pro Sekunde so als den Sweet Spot ausgemacht zwischen ultraflüssigem Spielerlebnis und der benötigten Performance. Aber so ausreichend 90 Hertz auch sein mögen, die Quest 2 und die Quest 3 können eben 120 Hertz und die Pro eben nicht. Ein weiteres wichtiges Kriterium zur Wahrnehmung der Virtual Reality sind die verbauten Linsen. Die Quest Pro und die Quest 3 nutzen Pancake-Linsen, wohingegen die Quest 2 noch auf Fresnel-Linsen setzt. Aber welche dieser Linsen sind denn jetzt besser und was unterscheidet die beiden Linsentypen überhaupt voneinander? Fresnel-Linsen kommen in vielen gängigen VR-Headsets vor. Sie sind eine Kompaktlinse, die in konzentrische Ringe oder Stufen unterteilt sind. Allerdings kann diese Technik manchmal zu optischen Anomalien führen, wie God Rays oder einem Halo-Effekt um helle Objekte. Pancake-Linsen verwenden eine Kombination von Spiegeln und Linsen, um das Licht mehrmals hin und her zu lenken, bevor es das Auge erreicht. Dies ermöglicht es, eine sehr dünne und leichte Linse herzustellen, die das Bild immer noch effektiv fokussieren kann und zudem den Abstand zu den Displays reduziert und dadurch schlankere Headsets ermöglicht. Pancake-Linsen können in der Regel ein breiteres Sichtfeld oder auch bekannt als FOV liefern, was zu einer immersiveren Erfahrung führt. Somit teilen sich in dieser Kategorie die Quest Pro und die Quest 3 den ersten Platz. Und wo wir gerade schon über das Sichtfeld gesprochen haben, ein weiterer wichtiger Punkt ist das sogenannte Field of View, FOV oder auch Sichtfeld. Es beschäftigt sich damit, wie breit der sichtbare Bereich ist, den das Headset bietet. Aber hier müssen wir echt vorsichtig sein. Das FOV ist bei gleichem Headset bei jedem anders. Es ist grundsätzlich abhängig von eurem Augenabstand, ob ihr eine Brille tragt und deswegen einen Brillenabstandshalter nutzt oder welches Facecover ihr verwendet. Setzen wir jetzt aber mal einen Einheitskopf voraus. Mit dem Standard Facecover und keiner Brille landen wir bei folgenden Werten. Die Quest 2 hat ein FOV von horizontal 97 Grad, vertikal 93 Grad. Die Quest Pro kommt auf horizontal 106 Grad und vertikal 95,57 Grad. In einem Interview hat Andrew Bosworth verraten, dass das Sichtfeld in etwa um die 100 Grad liegen wird. Trotz allem hier der Gewinner, die Quest Pro. Kommen wir zu dem Punkt Kameras, den ich hier gemeinsam abfrühstücken möchte mit dem Thema Mixed Reality. Das bedeutet, wir können die Außenkameras unserer Quests nicht nur fürs Tracking und für den Pass-Through nutzen, sondern auch um digitale Inhalte in der realen Welt darzustellen. Hierzu gibt es inzwischen ein ziemlich cooles Video, was die Fähigkeiten der Quest 3 in diesem Bereich angeht. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut euch doch mal via aktuell hier in der Zockstube an. Da zeige ich euch das Video und gebe euch anschließend meine Einschätzung dazu. Die Quest 2 verfügt über 4 Schwarz-Weiß-Kameras. Der Mixed Reality Modus ist damit auch schwarz-weiß und in einer relativ geringen Auflösung. Die Quest Pro verfügt über 4 Schwarz-Weiß und eine Farbkamera. Der Mixed Reality Modus ist höher aufgelöst als bei der Quest 2 und farbig. Die Quest 3 wird über 4 Schwarz-Weiß-Kameras sowie 2 Farbkameras verfügen und einen zusätzlichen Tiefensensor. Durch die beiden Farbkameras ist dann der Mixed Reality Modus ebenfalls farbig. Meta kündigte an,
an, dass der Pass-Through von der Quest 3 aber nicht nur farbig, sondern auch in der 10-fachen Auflösung des Pass-Throughs der Quest 2 sein soll. Damit geht dieser Punkt an die Quest 3. Zudem verfügt die Quest 3 über einen Tiefensensor, der den Raum live scannt und damit eine völlig neue Interaktion bietet, weil die Quest 3 nun euren Raum verstehen kann. Aber um darauf detailliert einzugehen, reicht dieses Video nicht aus. Ich denke, dazu sollten wir mal ein separates Video machen. Deswegen schreibt mir doch einfach mal eine 1 in die Kommentare, wenn ihr euch für ein Video zum Thema Mixed Reality auf der MetaQuest interessieren würdet. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, Face- und Eye-Tracking. In diesem Bereich kann aber im Prinzip nur die Quest Pro punkten. Dann kommen wir zum Thema Anschlüsse und Konnektivität. Die Quest 2 verfügt über Bluetooth LE, Wi-Fi 6, einen USB-C-Anschluss sowie über einen Klinkenanschluss an der linken Seite. Die Quest Pro verfügt über Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, ein USB-C-Anschluss, 2 Klinkenanschlüsse, einer fürs linke Ohr, einer fürs rechte Ohr, sowie einer Wireless-Lademöglichkeit. Bei der Quest 3 sind die Informationen jetzt ein bisschen spärlicher, da wird auf jeden Fall Bluetooth verbaut sein. Unwahrscheinlich ist, dass in der Quest 3 Wi-Fi 6E verbaut ist. Hier geht man im Moment von Wi-Fi 6 aus. Ebenfalls wird ein USB-C-Anschluss zum Laden und zum Datentransfer vorhanden sein. Es wird einen Klinkenanschluss und eine Wireless-Lademöglichkeit geben. Insgesamt scheint der Platz 1 trotzdem an die Quest Pro zu gehen, insbesondere wegen dem Wi-Fi 6E Support. Die Konnektivität der Quest 2, auch wenn sie hier vielleicht den letzten Platz holt, ist aber trotzdem ausreichend für alle Gaming-Zwecke und muss hier kein Kaufhindernis darstellen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Komfort eines Headsets. Dieser hängt zum einen vom reinen Gewicht ab, aber auch davon, wie sich das Gewicht auf dem Kopf verteilt. Zusätzlich muss man hier wirklich beachten, dass es gerade beim Komfort noch zusätzliche subjektive Empfindungen gibt, die ich hier im Video gar nicht einfangen kann. Die Quest 2 wiegt 503 Gramm mit Headstrap, die Quest Pro wiegt insgesamt 722 Gramm. Zur Quest 3 hat Andrew Bosworth gesagt, dass diese ungefähr so viel wiegen wird wie die Quest 2. Also führen rein nach dem Gewicht die Quest 2 und die Quest 3 in einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Sind die beiden aber wirklich komfortabler als die Quest Pro, nur weil sie leichter sind? Ich finde jetzt beispielsweise, dass die Quest Pro trotz des höheren Gewichtes grundsätzlich bequemer ist, weil der Akku an der Rückseite des Kopfes angebracht ist und das Headset somit in etwa im Bereich der Kopfmitte ausbalanciert ist. Das habt ihr bei der Quest 2 beispielsweise überhaupt nicht. Das standardmäßig mitgelieferte Headstrap hat quasi kein Gegengewicht und daher hängt einem das gesamte Gewicht der Quest 2 im Gesicht. Das wird zwar bei der Quest 3 grundsätzlich nicht anders sein, aber durch das flachere Gehäuse ist das Gewicht nicht so weit ausgelagert und sollte daher selbst mit dem Standardstrap bequemer als die Quest 2 sein. Deswegen nutzen viele die Möglichkeit und holen sich einen Headstrap von Meta selbst oder von Drittanbietern, die einfach den Komfort erhöhen. Zusätzlich können diese auch Akkus am Hinterkopf enthalten, die dann wieder ein Gegengewicht darstellen zur Frontlastigkeit des Headsets und dadurch den Komfort erhöhen können. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass die Quest Pro im ungemoddeten Zustand die Nase vorn hat. Auch wenn ich weiß, dass manche die Stirnablage nicht so toll finden und deswegen die Quest Pro ebenfalls gemoddet haben. Ich packe euch hierzu einfach mal ein paar Zubehörlinks in die Videobeschreibung, sowohl zur Quest 2 als auch zur Quest Pro. Und sobald es Zubehör zur Quest 3 gibt, findet ihr diese Links auch in der Videobeschreibung. Und wenn wir schon einmal beim Thema Akkustrap und Akku sind, dann beschäftigen wir uns auch mit dem Thema und ehrlich gesagt tun sich da für meinen Geschmack alle 3 Headsets nicht viel. Die Quest 2 hält 3 Stunden, die Quest Pro hält nach offiziellen Angaben 2 Stunden. Ich bin damit aber schon deutlich weitergekommen und auch auf beinahe 3 Stunden gekommen und die Quest 3 soll auf dem Niveau der Quest 2, also 3 Stunden liegen. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt, was die Interaktion mit der Virtual bzw. der Augmented Reality Umgebung angeht, nämlich die Controller. Die Quest 2 verfügt über Touch-Controller der 3. Generation mit Infrarot-Tracking-Ring und einem einfachen Vibrationsfeedback. Genutzt werden wechselbare Zweifach-A-Batterien. Die Quest Pro kommt mit den Quest Pro Touch Controllern daher mit eigenem Inside-Out-Tracking. Diese Controller sind besonders präzise und hochwertig. Zudem gibt es die TrueTouch Haptik, die ein differenziertes und hochwertiges Vibrationsmuster erzeugen kann. Da diese Controller sich selbst im Raum orten und nicht über Infrarot durch das Headset getrackt werden, ist ein besonders präzises Tracking auch außerhalb des Sichtbereichs des VR-Headsets möglich. In diese Controller ist ein Akku eingebaut, sodass man die Touch Pro Controller aufladen kann. Bei vollgeladenen Touch Pro Controllern kommt ihr rund 8 Stunden weit. Die Quest 3 erscheint mit den Touch Plus Controllern
ohne einen Tracking-Ring, aber trotzdem mit Infrarot-Tracking und zusätzlicher TrueTouch-Haptik. Genutzt werden hier voraussichtlich auch wechselbare Zweifach-A-Batterien. Sieger sind hier ziemlich eindeutig die Touch Pro Controller der Quest Pro. Wenn ihr auf besonders gute Controller wie die der Quest Pro steht, dann müsst ihr aber nicht den Kopf in den Sand stecken. Über die Links, die ich euch in die Videobeschreibung gepackt habe, könnt ihr nicht nur die Quest 2 und die Quest Pro kaufen, sondern auch die Touch Pro Controller. Diese lassen sich problemlos mit der Quest 2 koppeln und werden sich auch mit der Quest 3 nutzen lassen. Sie sind aber mit 350 € nicht ganz günstig. Alle Headsets bieten eine volle Kompatibilität und können alle verfügbaren sowie bereits gekauften Games im Quest Store betreiben. Alle drei Headsets bieten interne Lautsprecher, die für meinen Geschmack eine gute Qualität liefern. Zudem haben alle drei Headsets Mikrofone verbaut, die von der Qualität erstaunlich gut sind. Die Tests zur Quest Pro findet ihr übrigens in der Infokarte. Kommen wir jetzt zum Preisvergleich. Die Preise sind dabei abhängig von der gewählten Speicherausstattung. Alle weiteren technischen Spezifikationen variieren nicht. Starten wir jetzt mal im oberen Preissegment und das beginnt mit der Quest Pro mit 256 GB bei 1.200 €. Dann kommt die Quest 3 mit 128 GB und 570 €. Anschließend die Quest 2 mit 256 GB und 400 € und dann nochmal die Quest 2 mit 128 GB und 350 €. Was bei dieser Übersicht fehlt, ist eine Quest 3 mit einer höheren Speicherausstattung. Diese hat Meta zum Zeitpunkt dieses Videos einfach noch nicht angekündigt, aber schon gesagt, dass es welche geben wird. Daher ist aber der Preis dieser höheren Speicherausstattung völlig unklar und auch ist unklar, ob es vielleicht auch eine 512 GB Variante geben wird. Aber wenn wir mal spekulieren, wäre Folgendes möglich. Eine Quest 3 mit einer Speicherausstattung von 256 GB für 670 € und eine Quest 3 mit 512 GB für 800 €. Die gelben Zahlen sind dabei zum Zeitpunkt dieses Videos frei spekuliert und können variieren. So würde sich aber eine gute Abstufung zwischen den verschiedenen Quest-Headsets ergeben. Welche Meta Quest ist denn jetzt die richtige für euch? Bei einem schmalen Geldbeutel würde ich euch immer zur Quest 2 mit 128 GB raten. Günstiger und besser bekommt ihr keinen Einstieg in die Virtual Reality. Vor allem wurde die Quest 2 durch den Performance Boost, von dem ich euch erzählt habe, noch performanter und es ist davon auszugehen, dass sie noch einige Jahre unterstützt wird. Die 256 GB Variante würde ich grundsätzlich nicht mehr empfehlen. Falls ihr nämlich mit dem Gedanken spielt, euch irgendwann zumindest mal eine Quest 3 zu holen, dann solltet ihr diese 50 € hier lieber sparen und bei der Quest 3 in ein Speicher-Upgrade stecken. Legt ihr allerdings Wert auf Gaming und darauf, die maximale Leistung zu haben, dann solltet ihr bei der Quest 3 zuschlagen. Hier würde ich allerdings in keinem Fall die 128 GB Variante nehmen, weil auch Standalone-Spiele immer größer werden und die Quest 3 eben die aktuelle Konsolengeneration ist und viele, viele Jahre von euch genutzt werden möchte. Also hier definitiv die 256 GB, wenn möglich vielleicht sogar mehr. Wenn euch ein möglichst kontrastreiches Bild, gute Schwarzwerte, eine noch hochwertigere Verarbeitung als bei der Quest 2 und der Quest 3 wichtig sind und ihr zusätzlich Wert auf die besten Controller legt, dann schlagt bei der Quest Pro mit 256 GB zu. Links zu allen diesen Headsets, sofern sie schon auf dem Markt erschienen sind, findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video geholfen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr eure Quest über diese Links kauft, weil ich dadurch eine gewisse Provision bekomme und ihr dadurch die Zockstube unterstützen könnt, ohne mehr dafür zu bezahlen. Aber ich bin noch nicht ganz fertig. Ich habe einen Fall noch nicht besprochen. Soll ich auf die Quest 3 warten oder mir jetzt die Quest 2 holen? Und das ist echt eine Gewissensentscheidung und hängt damit zusammen, wie viel Geld ihr für VR ausgeben wollt und könnt. Wenn ihr unbedingt direkt starten wollt, kann ich euch, wie ich schon oben gesagt habe, die Quest 2 in der 128 GB Variante empfehlen. Selbst wenn ihr euch im Anschluss noch eine Quest 3 holen wollt, könnt ihr alle Games, die ihr euch schon gekauft habt, weiter nutzen und die Quest 2 dann für lokale Multiplayer-Runden nutzen. Das wäre wahrscheinlich auch mein Weg als technikbegeisterter und ungeduldiger Mensch. Auf der anderen Seite reicht aber auch die Leistung der Quest 2 aus, sodass ihr nicht unbedingt auf die Quest 3 upgraden müsstet. Habt ihr allerdings mehr Geduld als ich und könnt noch bis zum Release der Quest 3 im Oktober oder November warten, dann solltet ihr das tun, um die beste Performance und ein zukunftssicheres VR- und AR-Headset zu bekommen. Jetzt bin ich aber gespannt auf eure Meinung. Wie entscheidet ihr euch? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Ich finde das wirklich super spannend und würde gerne wissen, ob ihr mit meiner Einschätzung übereinstimmt oder ob ihr das grundsätzlich anders seht.
Hat euch dieses Video gefallen oder geholfen, dann lasst mir doch ein Däumchen oben da. Auf der rechten Seite findet ihr alle Infos zur Quest Pro und zur Quest 3. Links zu allen Headsets und Zubehör findet ihr in der Videobeschreibung. Das Video auf der linken Seite wird euch vom allmächtigen YouTube-Algorithmus vorgeschlagen. Vielen Dank für eure Kommentare, eure Däumchen und vielen Dank an meine Patreons, die durch ihre finanzielle Unterstützung Videos wie diese überhaupt erst möglich machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao Leute!